Willkommen auf meiner zweiwöchigen Abenteuerreise durch Island. Island liegt an der nordwestlichsten Spitze Europas im Nordpolarmeer. Island ist das Land der Extreme und Vielfältigkeit. Die Insel besitzt zwischen 20 und 30 aktive Vulkane sowie einzigartige Sandstrände von hellem bis dunklem mit Eisdiamanten. Island ist bekannt für die beeindruckenden Polarlichter während der langen Winternächte und die Mitternachtssonne im Sommer, wenn die Sonne niemals untergeht. Island besitzt die größte Gletscherfläche und Eishöhlen Europas sowie heiße Geysire und Quellen zum Baden. Island besitzt mit nur 370.000 Einwohnern eine vielfältige Tierwelt wie zum Beispiel isländische Wildpferde und zahlreiche beeindruckende Meeresbewohner. Ich nehme euch auf einer zweiwöchigen Erkundigungstour mit auf Island mit dem kleinen Minivan. Ich zeige euch die perfekte Roadtrip-Route mit allen wichtigen Infos und Tipps, die ihr auf eurer Reise braucht. Auf alle Infos und Highlights und genauen Kosten sowie die Karte zum Downloaden gehe ich noch im Laufe des Videos nachher ein. Hey, kommt! Meine Packliste kannst du unten in der Beschreibung gratis downloaden. Ich fliege vom Wiener Flughafen weg. Der Flug dauert ca. 4 Stunden und kostet je nach Saison um die 400 €. Alle Reisekosten werden genau dokumentiert und am Ende des Videos präsentiert. Ja, jetzt ist gerade Mitternacht und jetzt muss ich noch bis 5 Uhr warten, weil der Camper, der ist erst 5 Uhr in der Früh zur Verfügung. Ja, der wird nachher gleich hier nach einem Haus nachgeholt. Jetzt müssen wir noch 5 Stunden warten. So, jetzt bin ich wirklich in Island angekommen. Da hinten steht der Auto von Go Campers. Den habe ich da gleich in der Nähe vom Flughafen abgeholt. Ein Shuttle-Service war dabei. Der hat mich wirklich dort einfach schon empfangen und mitgenommen. Es war mega unkompliziert. Das ist der Renault Express. Und ja, wir haben jetzt die Sachen abgeholt und jetzt werden wir losfahren. I know this is the right way. In Island einkaufen gehen ist relativ teuer. Da hinten, das ist nämlich der Supermarkt. Und für die ganzen Sachen da habe ich jetzt 75 € bezahlt. Das ist wirklich ein mini kleiner Einkauf im Vergleich zu Österreich, wäre das vielleicht jetzt 35, 40 €. Das ist fast alles im Schnitt das Doppelte teurer. Deshalb ein bisschen sparen. Geplant wäre, dass ich Richtung Osten fahre, weil dort eigentlich die meisten Sightseeing-Sachen sind. Aber das Wetter ist nicht so perfekt schön. Es wird später ein bisschen schöner. Man schaut am besten da in den Forecast rein. Deswegen dafür entschieden, dass ich jetzt Richtung Westen die Reise fortsetzen werde und dass ich am Schluss die schönsten Sachen habe. Jetzt bin ich eigentlich startbereit. Das Auto steht da hinten, GoPro steht schon da oben. Ich mache einen Zeitraffer schon von dem ersten coolen Vulkan, was da ist. Also ich bin echt begeistert. Es ist sehr kalt, ja, und dann wartet schon der erste Wasserfall auf uns. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. Jetzt sind wir gerade beim Raunfosser und Bannerfosser. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hier ist es. Und wir werden jetzt da der Gegend herumgehen und zuerst nämlich zum Raunfosser gehen. Und dann werden wir später nämlich zu diesem anderen, zu dem Bannerfoss gehen. By the way, die isländischen Namen da, die Orte, die sind wirklich schwierig zum Aussprechen. Also ich werde sicher was falsch sagen, bitte nicht wundern. Ich schreibe unten immer die Namen dazu, also dann könnt ihr es ja eh lesen, wie sie eigentlich heißen. Ja, es ist eine schöne Wanderung. Man geht da insgesamt vielleicht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde herum. Und ja, schauen wir uns einmal die schönen Wasserfälle an. So, die Sonne geht jetzt gerade unter und
dieser Spot, der ist einfach unglaublich schön. Der ist auch zwischendrin so blau und das ist dann die Sedimente da drinnen. Und wenn die Sonne da drauf fällt, ist es natürlich viel schöner. Aber es ist wirklich mega. Es ist so crazy. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut und es ist noch voll hell da. Und ich habe gedacht, es ist 8 Uhr oder was, weil ich schon so lange unterwegs bin. Es ist einmal 10:30. Also die Sonne ist noch lange hinten, geht noch lange nicht unter, es bleibt noch länger so hell. Jetzt muss ich mal einen Schlafplatz suchen gehen. Ich bin gerade weitergefahren mit dem Auto und dann habe ich das Dampfen gesehen und dann habe ich das gefunden. Das sind überall so heiße Quellen. Ich habe hier jetzt so ein Ei und bei der heißen Quelle habe ich mir gedacht, dass wenn wir die einfach da reinlegen, dass wir die Eier kochen. Ah, na, vielleicht. Ja, es hat funktioniert. So schaut's aus, wenn man da aufsteht. Ich habe eigentlich echt relativ viel Platz. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut und jetzt ist erst 4:30 Uhr und es ist draußen schon wieder richtig hell. Das heißt, ich werde jetzt noch kurz aufs Klo gehen. Daneben ist gleich ein Klo. Das ist halt echt praktisch. Es gibt so schöne Raststationen, wo man stehen kann und wo man super aufs Klo gehen kann. Und das kostet nur 2 Euro oder so. Tag 2, jetzt fahren wir nach Ytri-Dunga. Dunga ist ein malerischer Strand auf der isländischen Halbinsel Snæfellsnes, ist besonders für seine Seehundkolonie bekannt. Dieser leicht zugängliche Ort bietet eine einzigartige Mischung aus goldfarbenem Sand und schwarzen Lavafelsen. Besonders in wärmeren Monaten kann man hier Kegelrobben und gemeine Seehunde beobachten. Cooler Beach ist richtig cool, da hat man alles, das sind die Lavasteine gehen da rein und drauf wächst nämlich das Gras und daneben hat er eben viel Sand und das ist richtig idyllisch und schön, hat einfach irgendwie eine mega Ausstrahlung der Ort. Wish that I could stay, wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the sun. Also zahlt sich echt aus, daher zu kommen. Und daneben ist ja große Wasserfall, der Bjarnafoss heißt das, glaube ich. Und ja, da habe ich gerade vorher die Drohnenaufnahme gemacht. Der ist auch echt richtig mega und da kann man rauf spazieren. Also echt schön, sehr empfehlenswert dieser Ort. Eine Sage, dass da drinnen ein Troll eingenistet hat. Die genaue Sage weiß ich jetzt so leider nicht, aber es schaut wirklich so aus, als ob da drinnen der Troll leben würde. Und ja, es ist halt riesengroß. Ich glaube, das sieht man einfach der Kamera nicht. Ja,
daneben ist eben gleich so ein kleiner Bach und man kann jetzt da zwischen den Spalt jetzt hineingehen. Jetzt da bin ich gerade bei der Schlucht drinnen und es ist wirklich einfach, ja, wie soll ich sagen, überwältigend da herinnen. Es ist so groß und es ist einfach nur Schnee da herinnen. Man geht halt da nachher komplett rauf. Es ist einfach unglaublich. Die ganzen Vögel oben. Schlucht und hat man raufwandern können, wie wir gesehen haben. Nur es ist schon sehr gefährlich mit dem Schnee oben, da muss man wirklich aufpassen. Und jetzt fahren wir nur 10, 15 Minuten weiter und da kommen wir zu Amasapi, das ist eine kleine, nette Ortschaft und da erwartet uns ein super schöner Küstenabschnitt, da wo wir super schöne Fotos machen können und geht halt richtig schnell. Ich sitze deshalb wieder im Auto, weil es draußen gleich wieder zum Regnen angefangen hat. Ja. Es ist halt Island. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. Das ist das Ei von der Quelle und jetzt werden wir uns mal anschauen. Jetzt haben wir es ein bisschen abkühlen lassen. Ja, jetzt ist schon ein bisschen hart, man sieht. Nicht das schönste Ei, aber schaut gut aus. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt in einer Stable geschlafen, gleich neben dem Klo, so direkt am Parkplatz. Wo man eigentlich für uns öffentlicher Parkplatz ist, einfach wo man stehen kann. Das haben wir einen wunderschönen Dachfette da. Es ist ein Nationalpark, der fängt nämlich hier vorne an, geht bis zur ganzen Westküste rüber, dann hier wieder Drohnen schnell fliegen. Aber es zahlt sich trotzdem auch für Fotografie und fürs Filmen, aber es ist wunderschön hier, zahlt sich aus. Ich bin jetzt am Bauernhof und das ist kein normaler Bauernhof, sondern das ist für Horse Riding. Wir gehen heute eben reiten, das sind voll gespannt, 1,5 Stunden. Die Isländer sind bekannt für ihre Vielseitigkeit und einzigartigen Gangarten, darunter der Tölt und der Pass, die sie von anderen Pferderassen unterscheiden. Sie sind kleiner und stämmiger, was ihnen eine außergewöhnliche Ausdauer und Stärke verleiht. Aufgrund der strengen Importregeln in Island bleiben die Pferde gesund und frei von Krankheiten. Reiten in Island bietet eine beeindruckende Möglichkeit, die vielfältige Landschaft des Landes zu erleben, von unberührten Stränden, Lavafeldern über Gletscher bis hin zu heißen Quellen, oft auf historischen Reitwegen, die von den Wikingern genutzt wurden.
Jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Halbinsel. Da sind wir jetzt beim Krikja-Fell. Das ist halt der bekannte Berg, der was da direkt vor mir ist. Und da kann man halt die schönsten Aufnahmen machen. Die Fotoaufnahmen, die macht man da drüben auf der Seite. Und da werde ich jetzt da hinwandern und schauen, ob ich auch ein schönes Foto zusammenbringe oder eine schöne Videoaufnahme. So, jetzt ist es richtig kalt worden schon. Aber der Wanderweg darüber ist richtig schön. Sogar ein paar kleine Wasserfälle. Ja, jetzt ist halt noch immer hell und es ist schon 12 Uhr. Und ja, ich war jetzt bis jetzt auf Krikja-Fell und wie ihr gesehen habt, ist einfach ein wunderschöner Sonnenuntergang gewesen. Am besten Timelapse machen, das einfach laufen lassen. Es ist einfach so schön und der Wasserfall dort, wenn man dorthin wandert. Es ist jetzt halt alles abgesperrt, bitte haltet euch dran, weil es laufen Leute immer noch rein und zerstören der Bild die Natur. Das wäre echt irgendwie schade. Aber es ist trotzdem wunderschön dann überall. Also zahlt es auf alle Fälle aus, dorthin zu gehen. Der Parkplatz, der hat halt ca. 7 Euro gekostet. Aber man kann ein bisschen Richtung Stadt auch parken und dann wandert man dort eine Stunde hin. Also so habe ich das gemacht. Weil da war halt nach einer ewig, weil es einfach echt mega schön ist und man kann super schön wandern gehen da. Also es zahlt sich auf alle Fälle aus. Jetzt bin ich da bei Gudrunarlaug, das ist nämlich der Hot Spring, also die heiße Quelle da oben. Da gehe ich dann später rauf. Jetzt hat es gerade minus 3 Grad, es schneit gerade ein bisschen, da stehe ich mit dem Camper und hier ist nämlich gleich das Hotel daneben, das ist das Dalar Hotel. Und da habe ich mit den Leuten geredet, die haben mir gedacht, man muss für die heiße Quelle was zahlen. Die ist gratis, aber die haben mir echt was Cooles angeboten. Ich zahle ungefähr so 15, 20 Euro, da habe ich Frühstück dabei und kann das Swimmingpool nutzen und auch eine heiße Quelle drinnen und die Duschen und die Klos und alles. Und das passt gut, weil ich die ganze Zeit mit dem Auto unterwegs war, dass ich mich mal ein bisschen kultivieren kann. Und jetzt werde ich den Tag heute ein bisschen genießen und werde jetzt da sicher noch ein paar Stunden da bleiben. So crazy, ich bin jetzt da ganz alleine da. Jetzt gehe ich mal zu dem Schwimmbecken raus. So schaut es jetzt da aus. Ist ein warmes Becken, das ist auch warm. Und da haben wir noch 2 warme Becken. Ich bin jetzt in dem Hot Spring drinnen. Es hat ca. knappe 40 Grad. Es passen hier locker 7 Leute da rein. Und ich bin ganz alleine da. Und ich werde das jetzt noch genießen bei den minus 2 Grad da. Und dann werde ich frühstücken gehen. Also es zahlt ja mal aus, ein bisschen was auszugeben. Weil ich bin immer low budget unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, für 20 Euro für Frühstück plus Pool und alles. Hey, besser geht's nicht, ehrlich gesagt, oder? I like it. By the way, dass ich nicht vergesse. Und in der Beschreibung stehen nachher alle Orte drinnen, so wie das da und wo man schlafen kann, Übernächtigungen, Tipps und so weiter. Ich habe da eigene Karte gemacht, eigenen Ablauf, eigene Planung und das könnt ihr alles downloaden. Also unten in der Beschreibung reinschauen einfach nachher. Und nebenbei gleich, wenn euch das Ganze gefällt, den Kanal abonnieren, das hilft mir, dass ich weiter für euch solche Videos mache. Hey you, I think we're in the right place.
Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe zum Frühstück. Das sind Heringe. Das sind einfach die besten da. Unbedingt kosten. Ja, in Island gibt es halt nicht immer gutes Wetter. Deswegen zeige ich euch auch mal, wie es normal ausschaut da. Aber es ist sehr wechselhaft und der Tag ist sehr lang. Also der hat ja fast quasi 20 Stunden. Und deswegen hat man immer irgendwie schöne Momente da rum. Aber zwischendurch regnet es halt oder schneit es sogar. Bin ich gleich zu dem Platz dahergefahren. Die meisten Parkplätze, die finde ich eben über Park4Night oder ich schaue über Google Maps, wo kann man ungefähr stehen. Meine ganzen Schlafplätze habe ich verlinkt, zusammengefasst in meiner eigenen Karte. Hier stehe ich jetzt mit dem Camper, ist eine richtige coole Aussicht. Hinten sind auch schon die anderen Steinformationen und später muss ich weiter dort rüber gehen. Aber es ist eine mega schöne Kulisse, oder? Ich bin jetzt ja gerade beim Fjära Beach und der Strand, der ist so richtig schwarz. Schaut euch das einmal an. Schaut euch das an, da draußen sind die Seerobben. Jetzt steht er genau davor, es schaut so gewaltig aus, es steht da komplett frei, da neben dem schwarzen Strand, muss man einfach gesehen haben. Dieser 15 Meter hohe Basaltfelsen an der Nordküste Islands ist ein Überbleibsel eines alten Vulkanschlotts. Im Laufe der Zeit hat die Erosion den weicheren Teil des Vulkans abgetragen und den härteren Basaltfelsen freigelegt. Der Felsen sieht aus wie ein trinkendes Tier, laut Legende ist er ein versteinerter Troll. Der Felsen ist ein beliebtes Fotomotiv. Bei Ebbe ist er zu Fuß erreichbar und ein geschütztes Naturdenkmal mit geologischer und kultureller Bedeutung. So, ein bisschen ein Glückspilz bin ich schon. Es regnet nämlich schon wieder draußen und jetzt fahre ich wieder weiter. Vosslaug. Das ist so ein Hotspring dort, da werde ich glaube ich reinjumpen und dann ist da noch ein schöner Fluss noch daneben und der Fluss daneben, der heißt Reykjafoss und da werde ich nämlich auch vorbeischauen und vielleicht eine Drohnenaufnahme machen. Aber mal schauen, ob es dort noch regnet. Jedenfalls ist es jetzt mal so circa 1,5 Stunden Fahrt.
She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends. Da ist der große Wasserfall und da drüben, da ist die heiße Quelle. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit Das ist jetzt die heiße Quelle vom Vosslaug und das Coole dran ist, dass es direkt neben dem Fluss ist. Der Fluss da drunter, dann ist da drüben der Wasserfall. Das ist wiederum sind überall die weißen Berge. So schön. Da hinten oben. It's really nice. Ist das geil. Ich schätze mal so 35 Grad. So, was richtig cool ist, wenn man sich weiter zum Rand hinsetzt, da ist die heiße Quelle. Das heiße Wasser kommt da raus. I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Get your Ja, jetzt habe ich versucht, eben gerade eine schöne Aufnahme dazu machen bei dem Wasserfall und beim Vosslauf drüben. Aber jetzt ist meine Drohne auf der drüberen Seite abgestürzt. Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie rüberkomme. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Fluss. Es ist echt brutal. Es ist nämlich gleich neben einem Wasserfall da. Und da ist die Drohne. Schaut gut aus, ich hab sie wieder. Juhu! Bei meinen ganzen Reiseaufnahmen kommt es immer wieder vor, dass ich irgendwo notlanden muss oder wo ich abstürze. Das Mal ist einfach viel zu viel Wind gegangen, deshalb passt auf, wenn zu viel Wind geht, vor allem mit der FPV-Brille, wenn man manuell fliegt. Das ist blöd. Ja, jetzt bin ich wieder zum Beispiel auf einem Parkplatz bei der Quelle und da zahlt man einfach 5 €. Ich werde, glaube ich, trotzdem nicht hier schlafen, aber es ist halt super praktisch. Hier habe ich jetzt ganz normal sitzen können, habe ich gekocht. Das hat so ausgeschaut und da drüben ist das Klo und Picknick-Area und Wasser habe ich auffüllen können. Also das ist richtig praktisch. Und jetzt, ja, dann geht es weiter nach Hudewig. Das ist so 2,5 Stunden Fahrt Richtung Norden. Und das ist eine wunderschöne Ortschaft, ein Fischerhafen. Und um 9:30 Uhr geht es dann weiter zum Whale-Watching dort. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up Ja, guten Morgen aus Husavik. Jetzt sind wir da ganz im Norden von Island. Das ist ein netter Campingplatz und das Coole daran ist, es ist ein verlassener. Also zurzeit zahlt man da nichts. Steht da mit dem Camper und die Stadt ist da drüben gleich drinnen. Ich habe gestern über Get Your Guide habe ich eine Whale-Watching-Tour gebucht und das hat super toll funktioniert. Ich brauche nur reingehen, die ganzen Beschreibungen sind da bei der App drinnen und ja, freue mich schon extrem. Schon warm Wahnsinn. Und am besten, ja, wenn ihr das buchen wollt, unten in der Beschreibung drinnen setzt ihr die ganzen Touren. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. Island ist ein bedeutender Lebensraum für viele Walarten, darunter Minkwale, Buckelwale und Blauwale. Husavik, bekannt als die Hauptstadt des Whale-Watchings in Island, bietet von April bis Oktober Whale-Watching-Beobachtungstouren an.
Hier hat man eine hohe Chance, verschiedene Walarten in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Die Touren sind für ihre erfahrenen Guides und umweltfreundlichen Einstellungen bekannt, was sie zu einem spannenden und lehrreichen Erlebnis macht. Ich bin jetzt gerade im Husavika im Café herinnen und ja, 1 Euro sind ungefähr 150 Kronen. Ich habe jetzt auf 500 Kronen gezahlt, das ist man sagt knapp 4 Euro. Aber den Kaffee kann ich nachfüllen. Aber das Essen ist dann gleich einiges mehr teurer, also das ist 1000 Kronen. Das sind natürlich 8 Euro, also jetzt ungefähr 13 Euro zahlt für das. Ja. Das ist so ein Cheesecake, Orion, ein Kaffee. So die Speisekarte aus. Also jetzt werden wir nachher diese Haube kaufen von Island. Das ist eine richtige isländische Haube und die ganzen Schafe, die da herumstehen. Also es heißt Eiswear, die Marke. An einem wunderschönen Abend, jetzt ist es schon 8 Uhr wieder, in der Nähe von Vivatten, beim See, Skutus Datagagia, oder wie man das ausspricht. Es ist einfach so schwierig, die Wörter und die Namen sind so schlimm. Aber es ist unglaublich cool und unglaublich schön, es sind überall solche Vulkankrater. Da kann man jetzt da rundherum gehen und das werde ich jetzt da machen. Said you have a secret. They reveal on the portrait. We dress up as well as others. Fancy oversized coats. We don't know how to wear them. We do it look like both. So well, and we're breathing still. Die Wanderung da rum war jetzt richtig schön. Unglaublich viele Vögel gibt es da. Für Birdwatching ist das einfach perfekt und tolle Fotoaufnahmen. Wie ihr gesehen habt, Drohnenaufnahmen sind leider nicht erlaubt. Jetzt sind wir ein bisschen außerhalb noch hinfahren und von der Seite aus nachher filmen kann. Und hier gleich daneben gibt es auch so Hot Tubes. Da kann man nachher auch zum Beispiel ins Wasser reingehen. Aber das gehört jetzt zum Hotel dazu. Und wenn man da fragt, darf man da auch reingehen. Also das ist echt cool. Gibt's alles. Es wird schon langsam ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, was ich aufziehe, aber ich bin schon wieder auf Drohnensuche. Ich habe eine Notlandung gemacht irgendwo. Mann, ich habe es gerade gefunden. Ich habe jetzt wieder sicher 10 Minuten da gesucht vor dem Ort. Ich weiß nicht ganz genau, aber da ist sie schon. Die Steine schaut nicht so gut aus. Schaut eigentlich ziemlich gut aus. Ich bin jetzt ziemlich happy, dass ich es wieder habe. Ich habe die Drohne, jetzt bin ich aber irgendwie irgendwo. Da ist der große Vulkan. Übrigens eine wichtige Sache, zwecks Drohnen, da gibt es natürlich immer Vorschriften. Ich erkundige mich natürlich immer für jedes Land vorher und ich schreibe alles unten in die Beschreibung rein. Da seht ihr ganz genau die Karte, wo man mit der Drohne fliegen darf, mit was das man fliegen darf und welche Genehmigungen das einholen kann, dass man auch im Nationalpark fliegen kann. Aber zum Beispiel so wie hier ist da drüben der Nationalpark, der grenzt hier genau Richtung Vulkan rüber und der ist noch draußen, deshalb kann ich da draußen noch fliegen
Aber das ist immer so ein bisschen eine Grauzone, deshalb sollte man da nicht zu nah ranfliegen. Dort nisten auch die ganzen Vögel. Deswegen bin ich jetzt auch da eben rausgefahren. Bin da ein bisschen geflogen, nur da ist alles sehr, sehr weit. Wie ihr gesehen habt, habe ich das eben ein bisschen unterschätzt, die Entfernung. Ja, aber jetzt habe ich meine Krone wieder. Was glaubt ihr, wie spät das jetzt ist? Ich bin jetzt mitten in Island und wer das jetzt genau richtig erratet, der gewinnt den Hauptpreis. Schreibt es unten einfach in die Kommentare hinein. So, jetzt sind wir bei Dimmu Borgir. Das sind solche Steinformationen und die sind von früher, von langen Zeiten entstanden durch Lavaströme. Hier jetzt, da ist jetzt nichts mehr aktiv, sondern ein bisschen weiter drüben nach Richtung Osten. Schauen wir uns auch noch an. Leider so viel der Wind, aber vielleicht hört es mich. Es ist einfach eine unglaubliche Gegend. Es ist so schön da. Überall sind die heißen Quellen, die da rauskommen. Und es riecht halt extrem nach Schwefel. Es stinkt davon, aber also, das muss man sich unbedingt anschauen. Diese Gegend ist berühmt für ihre beeindruckende geothermische Aktivität mit dampfenden Fumarolen, blubbernden Schlammtöpfen und farbprächtigen mineralreichen Ablagerungen. Der Boden leuchtet in Gelb-, Rot- und Brauntönen, die durch Eisen- und Schwefelverbindungen entstehen und der Landschaft ein surreales außerirdisches Aussehen verleihen. Du wirst schnell den intensiven Schwefelgeruch bemerken, der stark an faule Eier erinnert. Es gibt gut ausgeschilderte Wanderwege, auf denen du die geothermischen Wunder hautnah erleben kannst. Aber pass auf, die Schlammtöpfe und Fumaralen sind oft über 100 Grad heiß. Weil die Erdkruste dünn und die Temperaturen sehr hoch sind, ist es wichtig, auf den Wegen zu bleiben, um sicher zu sein. So, es ist ein bisschen windig da herum. Das ist der Krafla, das ist ein Vulkan, ein wunderschöner Krater, wo normal wirklich ein komplett hellblaues Wasser drinnen ist. Ich werde gleich kurz ein Foto einspielen, dass ihr das seht, wie es normal ausschaut. Das sieht man nur im Sommer. Jetzt ist bei mir ist ja jetzt gerade Ende Mai und da ist noch immer einfach viel Schnee drin. Ja, wenn man da rauskommt, dann ist es ganz schön kalt, aber das Wasser da hat jetzt um die 20 Grad.
Ja, und jetzt geht zu der Dusche darüber, zur Endless Shower. Die unendliche Dusche, da steht sie. Und werde mich jetzt ein bisschen aufwärmen. So, jetzt war ich da gerade bei Krafler und bei der unendlichen Dusche quasi. Und das war richtig cool. Da kann man echt eine warme Dusche nehmen und frei und kostenlos stehen. Das ist auch super praktisch gewesen. In einer kurzen Pause geht es jetzt weiter Richtung Deltifoss. Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready? Ich bin jetzt beim Deltifoss. Deltifoss ist der größte, massivste Fluss, wo weiß nicht wie viel 1000 Kubikmeter Wasser durchrinnen. Und das ist jetzt hier quasi der Parkplatz. Da drüben stehe ich und werde hier noch entlang wandern. Das ist nur 1,1 Kilometer zum Wandern. Liegt alles ein bisschen höher, ist so ein Plateau da oben. Und da liegt noch immer Schnee. Wie gesagt, wir haben ja schon Ende Mai. Der Fluss auch am stärksten sein in dieser Zeit, ja, weil das ganze Schmelzwasser da durchgeht. Und dann sind halt die Wasserfälle eben am stärksten. So schaut's aus, wenn man nicht gleich ganz in der Früh weggeht. Keeping calm, winning ground. Let's build castles now. We'll make gold on our way up through them trees before we reach them tops. Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Ich gehe gerade flussaufwärts zum Selfoss, der ist ja einfach ein bisschen 600 Meter weiter vorne. What they say, there are no kingdoms without rulers. Are you ready? Es ist ein bisschen eine Regel in Island und glaube ich generell überall. Man sollte halt nicht dort reingehen, wo alles abgesperrt ist. Das machen sie eigentlich hauptsächlich nur dafür, damit die Pflanzen und die Umwelt da irgendwie nicht beschädigt wird von den ganzen Touristen. Hier ist eindeutig alles abgesperrt. Da sind wieder extrem viele Leute da hinten drinnen. Aber bitte haltet euch ein bisschen an die Regeln. Das ist das gleiche mit dem Freistehen da, mit dem Auto, den Mist mitnehmen und alles. Es ist halt echt schade, weil sonst kann man das irgendwann alles nicht mehr nutzen. Aber das heißt nicht, dass man das nicht genießen kann. Also ich bleibe jetzt einfach hier, ich werde mich da jetzt daher setzen und den Wasserfall anschauen. We just keep burning the flame. You are one of us. We say come, what of a man would join forces today? Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Well, you know. Jetzt gerade Richtung Süden runter und da habe ich jetzt gerade einen unglaublich schönen Wasserfall gesehen, den wir natürlich wieder mit der FPV-Drohne aufnehmen. Schauen wir mal, ob das klappt. Es geht nämlich schon wieder ein bisschen hin. Das ist der Rio Cantafoss und der ist 139 Meter. Crazy, da ist der Wasserfall. Boah, mit viel Wind. Do you ever feel you don't get out what you're putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Oh, there must be more. There must be another way.
heute Morgen aus Karlo am Stadthof. Wir sind jetzt direkt am Campingplatz, 5 Uhr in der Früh und es scheint schon, ich habe leider den Vorhang nicht ganz zugemacht, weil es kein Winter war. Ich bin jetzt direkt an dem wunderschönen See da, habe einen Picknickplatz vor mir. Campingplatz kostet ca. schon 30 €. Ganz viele Campingplätze rundherum, aber außerdem gleich so viele Wanderungen, die wir heute machen werden. Ich bin ja eigentlich schon fast ganz im Süden. Wir gehen dann heute weiter Richtung Black Beach. Ooh, happiness requires work every day. Der Ort ist ja deshalb so besonders, weil das der einzige Wald ist da auf dieser Insel. Also der richtige Wald. Es gibt immer schon vereinzelte Bäume auch irgendwo. Aber in diesem Areal, da gibt es halt einen richtigen Wald überall. Da oben sieht man das überall. Ich habe mir die Gedanken gemacht, welche Jahreszeit ist es da am besten auf der Insel? Ich kann euch das gar nicht richtig beantworten. Viele sagen immer ja Sommersaison. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich finde, dass jede Jahreszeit irgendwas Besonderes hat. Der Frühling zum Beispiel ist sehr spannend, weil du eventuell noch Polarlichter sehen kannst. Die Wasserfälle riesengroß sind, ja, durch das Schmelzwasser. Und das erweckt alles zu leben gerade da. Dann im Sommer ist es natürlich cool, weil es ein bisschen wärmer ist. Du hast auch die Mitternachtssonne, die ja zum Teil jetzt da im Frühling, also ich bin jetzt Ende Mai da, jetzt ist ja auch bis 12 noch hell. Oder länger eigentlich ist es durchgehend hell, aber die Sonne geht erst um 23:30 Uhr unter. Ja, im Sommer ist es noch ein bisschen wärmer allgemein und ein bisschen schöneres Wetter noch. Aber dann auch im Herbst hinein und Winter, du hast ja noch die wunderschönen Polarlichter. Es ist immer irgendetwas dabei. Schwierig ist es nur dann, wenn der Schnee kommt. Das ist noch meistens natürlich wieder ab Oktober hin. Dann kommt man nicht überall hin mit dem Auto. Ja, da braucht man mindestens einmal 4x4. Jetzt habe ich zum Beispiel kein 4x4. Weil jetzt kein Schnee da liegt und ich fahre auch nicht viel Offroad herum, würde auf alle Fälle nachher, wenn ich später ankomme, wenn es mehr regnet, wenn es wieder schneit, ein 4x4 nehmen. Also die optimale Zeit gibt es für mich nicht. Ich bevorzuge, glaube ich, wirklich diese Zeit, wo ich jetzt gerade bin. Ich würde sagen Mai bis Juli das erste Mal. Und wenn ich nochmal herkomme, würde ich schauen, dass ich so bei den Polarlichter irgendwo herkomme, dass ich so im Oktober herkomme nochmal. Das ist aber meine Meinung zur besten Jahreszeit. Also es ist sehr offen und ich würde das sicher noch mal ein zweites Mal herkommen. Und bin jetzt rübergefahren, das ist nur 7 Minuten entfernt, das ist gleich auf der gegenüberliegenden Seite darüber gefahren. Und jetzt gibt es eine 2-stündige Wanderung rauf und runter. Und ist für leicht eingestuft, kann jeder machen eigentlich. Und da kommt halt im Frühjahr extrem viel Wasser runter. Ja. In den Sommermonaten ist ein bisschen weniger Wasser. Jetzt ist es genau perfekt, wir haben heute schönes Wetter, nicht so viel Wind. Mit der Drohne darf man da fliegen. Wie Lanenfoss ist der erste mit den Steinsäulen drinnen. Und der hintere, der ganz oben, der ist 150 Meter freier Fall, also ein Wasserfall mit so roten Linien drinnen. Ist einfach unglaublich schön. Man sieht ihn nämlich von hier unten schon. Er schaut so massiv aus und bin schon mega gespannt auf den. Kann es kaum erwarten. Und die roten Linien, was im Gestein drinnen sind, das sind eben solche Eisenablagerungen da drinnen. Und das macht halt den ganzen Wasserfall halt einfach noch spektakulärer. Kann es kaum erwarten. Schnappt man die Sachen und dann geht's los.
Ja, ich bin jetzt wieder zurück beim Auto und jetzt fährt man hier ungefähr so 20 Minuten raus, dann kommen wir wieder zur Ortschaft. Da werde ich noch ein bisschen was einkaufen, dass ich Grundnahrungsmittel wieder habe und dann geht es jetzt wirklich ganz Richtung Süden runter. Und ich würde mir gerne einen Fjord aussuchen, wo ich vielleicht fischen gehen kann, weil ich habe jetzt echt einen Gust auf Fisch und ich habe mein Angel mit. I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the Ja, bin ich bei der Tankstelle. Das ist ein Werbeplakat. Sieht, dass der Wasserfall viel kleiner ausschaut. Ja, wir haben heute echt einen guten Tag erwischt. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. Vom Hafen beim ersten Fjord und da habe ich so einen Kunstköder und mit dem versuche ich jetzt zu fischen. Anscheinend soll es ja hier oben sehr viele Fische geben. Guten Morgen, heute habe ich bei Jupia Walker übernachtet. Liegt direkt am Fjord und jetzt werden wir schnell was frühstücken und dann fahre ich weiter, so circa 1,5 Stunden Richtung Stocknes. Das ist der schwarze, schöne Strand. Jetzt bin ich gerade bei Weststrahorn und da ist der schwarze Sandstrand und das Wikinger Village. Beim Wikinger Café kann man hier die Tickets kaufen. Kostet 1000 Kronen pro Person und da fährt man jetzt da rein und kann man sich alles anschauen. Das machen wir jetzt da. Da ein Wikingerdorf und das schaut wirklich aus wie ein richtiges Wikingerdorf. Das ist echt cool, man kann das alles begehen da und das genau anschauen. Man darf halt nur nicht ins Gebäude hineingehen. Dieses Areal ist eigentlich genutzt worden für Filmdreh, Videodreh. Sie haben das nachgebaut, damit man so die Geschichte ein bisschen sich anschauen kann, wie sie das früher gebaut haben. Also es ist 2010, glaube ich, alles errichtet worden, dieses ganze Areal da. Und das schaut echt cool aus. So, das ist jetzt der zweite Parkplatz. Da fährt man ein bisschen weiter und dann ist man da beim Stocknes Beach und der ist so bekannt, weil komplett schwarz ist und da bei den Dünen, bei den kleinen, ist nämlich ein bisschen was Grünes oben, bewachsen mit so Gras und hinten eben der große Berg. Und das schaut richtig cool aus, wir werden jetzt da durchwandern. Und jetzt habe ich gerade meine Schuhe ausgezogen, weil heute kein Wind geht und es hat über 13 Grad. Das muss ich ausnutzen, weil ich war ja letztens Fuerteventura und das ist schon wieder lange her, seit über einem Monat. Schaut euch das an, bitte.
So, von Stockness ist das jetzt einfach noch eine Stunde weg. Und das ist jetzt ja beim Diamond Beach. Diamond Beach, genau, wie da draußen. Und da drinnen ist die große Bucht. Da kann man so auch Ausflüge machen, wenn man da rumfährt mit einem Kajak. Und da sind ganz großen Eisklötze im Wasser drinnen. Und das ist halt echt cool zum Beobachten, zum Anschauen. Es bewegt sich da alles. Bei Flut kommt das alles raus und bei Ebbe kommt das Ganze wieder rein. Also jetzt zahlt sich da ruhig aus, wenn man da länger bleibt. Und man sieht da halt extrem viele schöne Sachen. Es ist jetzt sehr touristisch, es sind halt sehr viele Leute da und das Parken kostet auch ein bisschen was, so bei den 5, 6 Euro. Und das ist es auf alle Fälle wert. Ganz da drüben ist die Gletscherzunge, die runterkommt. So, nur 10 Minuten weiter vom Diamond Beach Richtung Westen ist der Fjall Salon. Und da kommt jetzt vom Gletscher runter auch wieder das ganze Eis und bricht dann nämlich ab und dann entsteht eben hier so eine Gletscherlagune, wo eben die riesen Eisklötze drinnen sind. Und das Coole ist da, kein Abfluss, das sammelt ja alles da drinnen und da kann man richtig tolle Fotos machen und es ist viel weniger touristisch als beim Diamond Beach und bei der Gletscherlagune drüben. Und der Parkplatz ist hier gratis. Hier kommen die ganzen Eisschollen ran, also die Eisbrücke, und die schauen echt aus wie Kristalle, oder? Das schaut so unglaublich cool aus. Also wenn da die Sonne reinschaut, dann ist es, glaube ich, echt nochmal viel cooler. Bin ich extra mit dem Auto dahergefahren, dass ihr das seht. Ich habe gedacht, ich buche einen coolen Van für Island. Gedacht habe, dass so einer kommt, aber es war so einer. Na, Spaß beiseite, aber hey, schaut euch einmal bitte das Auto an. Das ist ein Mercedes Sprinter, aber ich habe noch nie solche Reifen gesehen. Da geht man bis zum Bauchnabel her, wenn du das denkst. Ja. Also sowas braucht man, glaube ich, echt im Winter da. Aber für die Sommersaison muss ich ehrlich sagen, für eine Person oder 2 Personen reicht das Auto völlig aus und ich bin voll happy damit. Also ich habe nicht einmal Standheizung dabei, die billigste Ausführung vom Go Campers und die ist schon richtig cool. Ich bin jetzt gerade wieder am Campingplatz und es ist schon ziemlich kalt. Das hat er wieder super gemacht. Ich muss mich ein bisschen aufwärmen. Guten Morgen vom Skafterfell am Campingplatz, der ist richtig cool. Da oben startet noch eine kleine Wanderung da hinten rauf, weil da ist nämlich das Skafterfell Wasserfall. Das ist so mit so Basaltsäulen, so ein Wasserfall, wo unten ein bisschen grün ist, ein unglaublicher Anblick. Also auf das freue ich mich richtig. Der Campingplatz hat genau passt, weil ich direkt vom nächsten Ziel bin. Auch mal Wäsche waschen kann, aber kostet jetzt nicht so viel. Also so um die 30 Euro wird mir der Campingplatz kosten. Aber das ist es einmal wert. Ich genieße es schon einmal, eine warme Dusche. Wir sind hier und müssen jetzt da rauf zu dem Wasserfall. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want any. Jetzt bin ich schon auf dem Rückweg. Einiges Schönes, was ich mir gedacht habe. Die schwarzen Steine, also das Basaltgestein mit diesen eckigen, das sticht so arg aus. Schaut echt cool aus. Mit der Drohne kann man da leider nicht fliegen. Aber man kann unglaublich schön Fotos machen, man kann da echt nah rangehen. Die ganze Wanderrunde, die dauert circa eine Stunde und ist echt gemütlich. Man kann da super schön gehen. Where this road will take us now.
auf dem Weg zu einer der schönsten Strände, zu Rennisfjara, bleibt nachher manchmal einfach gerne so beim Straßenrand stehen. Dann schaut man so ein bisschen die Natur an, da drüben ist ein riesengroßer Wasserfall wieder. Da ist ein unglaublich cooler Berg, schaut ein bisschen aus wie ein Zuckerhut, dann haben so Drohnenflüge und genießt es ein bisschen und dann fahren wir wieder weiter. Ich komme schon wieder fast vom Staunen nicht raus. Ich bin jetzt gerade einfach wieder von der Hauptstraße, vom Golden Circle, bin ich kurz abgefahren und stehe jetzt gerade da und dann ist einfach wieder so ein wunderschöner Wasserfall da. Ich muss fast immer stehen bleiben und wenn man filmen darf, dann filme ich natürlich meistens mit der Drohne oder so, aber ich muss es so einfach aufnehmen. Und überall so schöne Wasserfälle. Rennisfjara ist ein atemberaubender schwarzer Sandstrand in Island, bekannt für seine einzigartigen Basaltsäulen und die faszinierenden Felsformationen Rennisranga, die laut Legenden versteinerten Trollen ähneln. Der Strand ist berühmt für seine gefährlichen Sneaker-Waves, die plötzlich weit auf den Strand hinauslaufen können. Auch Filmfans kennen diesen Ort aus Game of Thrones und Star Wars. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. You will get back up again, even if you don't know when. So, neben Rennisfjara, also auf der anderen Seite von dem schwarzen Strand, ist ja der eigentliche Black Beach. Und dort habe ich heute übernachtet. Da habe ich wieder mit der App Duck for Night ein bisschen herumgeschaut. Und das war echt ein cooler Platz. Jetzt habe ich noch aufs Klo müssen, einen Kaffee geholt. Das ist gleich der Supermarkt daneben gewesen, da in der Ortschaft. Und jetzt geht es dann nochmal weiter. Ja, es sind nochmal 2 Tage. Jetzt bin ich 10 Minuten weitergefahren. Jetzt bin ich da beim Tyrolay. Das ist eben so eine Insel. Dort leben die ganzen Papageitaucher. Da ist das Parken nochmal wieder gratis. Da kann man jetzt hochspazieren und ein bisschen die Gegend anschauen. Like these frozen melodies, and suddenly I only want to feel you breathe. So, von den Papageitaucher habe ich mich jetzt verabschiedet und jetzt bin ich ungefähr so 10-15 Minuten weitergefahren und jetzt bin ich da beim Eingang von dem Flugzeugwrack. Die Bequemeren können auch einen Shuttle-Service nehmen. Das Solheim Sandur Flugzeugwrack liegt inmitten einer schwarzen Sandwüste an Islands Südküste und ist ein faszinierendes Relikt aus der Vergangenheit. 1973 musste eine US Navy DC-3 notlanden, glücklicherweise überlebte die gesamte Besatzung. Heute bietet das mystische Wahrzeichen eine spektakuläre Kulisse für Fotografen und Abenteurer.
Jetzt war es ziemlich kalt. Jetzt bin ich gerade zurückgekommen von dem Flugzeugwrack. Ja, da geht ein eigener Shuttlebus rüber und da kommen echt immer viele Leute. Aber wenn man drüben ein bisschen wartet, die fahren dann immer wieder weg und dann ist man fast alleine drin. Und das Coole ist, hier sind Drohnen erlaubt. Ja, man kann echt unglaublich coole Aufnahmen machen, weil der Strand komplett schwarz ist und da sticht halt das Wrack richtig raus. Und alle Leute haben überlebt und das ist irgendwie so ein Denkmal noch und das haben sie dort stehen lassen. Also ist schon bewundernswert. Und die Parkplätze sind ja gratis. Ja, ich bin jetzt gerade beim Skogafoss Parkplatz und das ist jetzt nur 15 Minuten weg gewesen vom Flugzeugwrack und ich habe mich da jetzt gerade so hingesetzt, ist gerade und nebenbei kann ich mir dann super schönen Wasserfall anschauen. Das ist, glaube ich, echt einer der bekanntesten und schönsten Wasserfälle hier. Mega breit, mega groß, man kann da super raufspazieren, 15 Minuten und oben sind nachher noch 2, 3 Wasserfälle. Also es ist sehr touristisch, ich würde da ganz in der Früh oder am Abend herkommen, dann ist weniger los. Aber jetzt ist so ungefähr 9 Uhr, es wird eh schon ein bisschen weniger. Ich bin jetzt schon auf dem Rückweg vom Quernofoss, der war da ganz da drinnen. Und ich muss ehrlich sagen, das war einer der schönsten Wasserfälle, was ich überhaupt jemals gesehen habe. That's it. That's it. What are you doing here, buddy? Gestern hat es eine kleine Planänderung gegeben. Ich war ja gestern beim Quernofoss drinnen, der was wirklich unglaublich ist. Es ist von da nur 3 Minuten mit dem Auto entfernt und da geht man eine halbe Stunde, dann ist man da drinnen. Das ist wirklich einer meiner schönsten Wasserfälle, was ich wieder gesehen habe. Dann bin ich wieder rübergefahren zum Skogafoss. Hier habe ich übernachtet, weil da ist ein Campingplatz, der kostet 4.000 Kronen, das sind ungefähr so bei die 30 Euro. Jetzt ist der Plan, dass ich gleich mal raufgehe, weil die ersten Autos sind schon da. Ich habe ein bisschen verschlafen, war gestern lang auf. Jetzt ist es so 8:30, da kommen sie schon. Wir werden jetzt gleich einmal raufmarschieren, da rüber spazieren, ein paar Videoaufnahmen machen und anschließend frühstücken und dann geht es weiter Richtung Westen. Das ist der Plan. Come and wake me every night. You say you missed the concept of you and I, you and I. You come and wake me every night. You say you Ja, der Weg darauf geht über ganz viele Stufen und dann kommt man eben zum Skogafoss, ganz oben rauf, aufs Plateau und dann kann man eben von oben runterschauen. Das ist auch ein unglaublich cooler Ausblick. Und dort hinten sind nachher nochmal, ich glaube, 5 Wasserfälle. Also das ist echt eine coole Location da. earthquake. Collect my spine when my disc breaks. When my disc breaks. Catch my lungs, give me air, give me some peace, oh darling, please, oh darling, please. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen von der knappen Dreiviertelstunde Wanderung. Bin nämlich da ganz raufgegangen und das wird auch genannt als endloser Wasserfallweg, weil da, glaube ich, insgesamt 7 Wasserfälle raufgehen. Ich habe mir jetzt alleine die ersten 2 angeschaut. So sieht es aus, wenn man sich länger Zeit lässt. Dann kommen immer mehr Busse und es ist dann ziemlich voll.
so I don't die. Give me tears so I can cry. Das sind 35-Euro-Menü. So, zuerst hat es ein bisschen was Süßes gegeben, einen Kaffee. Und jetzt da, die Nachspeise, gibt es einen traditionellen Hering hier, ein bisschen was Fischiges drauf. Und nachher haben wir wieder was Süßes. Da kommen die Waxy Balls, mit so einer Waxy Bakery. So, wir mischen alles durcheinander. Das ist der traditionelle Kuchen. Der ist richtig gut, den musst du unbedingt ausprobieren. Das ist so wie so Preiselbeer-Marmeladekuchen oder so. No one's buying anymore. 10 Minuten wieder weiter. Bin jetzt da bei Safarial Aug oder so, irgendwie heißt die Quelle. Das ist eben so ein Hot Spring und stehe da gerade am Parkplatz. Es ist gratis. Das ist also nachher die Wanderung. Dauert ungefähr 10 Minuten oder 20 Minuten und dann ist man oben. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. Da ist die warme Quelle neben mir. Das ist schon heiß. Da in der Ecke ist es noch viel wärmer. Also jetzt bin ich gerade am Ende herunten. Da, ich sage mal, der Pool hat jetzt 28 Grad, vielleicht viel wärmer. Und da ganz oben im Eck, der hat sicher, wenn man sich ganz ins Eck hinstellt, 35 bis dann 38 Grad. Und hier kann man sich umziehen. Ja, ist echt cool. Einmal statt an der Dusche wieder mal. Sleeping in the back of a van. Roaming in the wilderness. We never need a plan. We'll be alright, just you and I. Singing from the top of a lungs. Dancing by the lakeside. Gonna do a So, vom Hot Spring entfernt ist das jetzt so ca. 20 Minuten, ist man nach dem Zeelandsfoss. Und das ist ein wunderschöner Wasserfall, den man sich am besten am Abend anschaut, weil bei Sonnenuntergang wird der richtig schön beleuchtet. Jetzt derweil haben wir leider nicht so optimalen Sonnenuntergang. Ja, deswegen schaut er jetzt ein bisschen langweilig aus, aber er ist trotzdem richtig cool. Man kann nämlich hinten hineingehen und das werden wir jetzt nachher gleich machen. So, jetzt ist 9:30. Nach dem Essen habe ich mir entschlossen, dass ich zuerst zu dem Clou Fabri gehe und dann zu dem großen bekannten Wasserfall da, weil da drüben einfach fast keine Leute sind jetzt da und später noch weniger Leute hier sind. Jetzt habe ich glaube ich den richtigen Weg gefunden und gehe da wirklich direkt rein beim Wasser und wow! Oh!
So, guten Morgen. Gestern bin ich noch eine Stunde daher gefahren zu dem Parkplatz. Da habe ich übernachtet. Bin jetzt 2 Minuten vor Hundelau. Das ist ein Hot Spring, wo ich da drüben nachher 16 Uhr Eintritt zahle und kann nach 1,5 Stunden drinnen mich entspannen, habe meinen eigenen Bereich. Da habe ich da hinten zwar zahlen müssen. Hundelau, wir kommen. So, jetzt bin ich hier. Das ist die Quelle. Da drüben ist eine und da. Gehen wir mal da rein. Okay. Die ist eigentlich schon angenehm warm. Ja, it's nice. Ich bin eigentlich jetzt da ganz alleine da herinnen. Obwohl in dem kleinen Gelände da dürfen, glaube ich, bis zu 10 Leute oder mehr sogar rein. Ich habe Glück, weil es ja ein bisschen früher ist. So schaut es jetzt aus. Der Hot Spring, die war echt cool. Also man sollte echt unbedingt in der Früh herkommen oder am Abend, weil ist man fast alleine drinnen und man hat echt so 2, 3 coole Pools, wo man sich entspannen kann für 1,5 Stunden. Und das hat sich jetzt echt mega ausgezahlt. Also für 16 € und ich habe eine Dusche dabei gehabt, nachher noch perfekt. Weiter geht's zum nächsten Wasserfall. Der ist nur 30 Minuten weg, das ist der Gullfoss. Fahren wir gleich mal weg. Los geht's. Also im Süden ist natürlich viel mehr los, wie man hier sieht. Wir sind jetzt da beim Gullfoss Wasserfall und 100.000 Busse, Autos. Hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel Ja, Gullfoss ist echt ein schöner Wasserfall, nur es sind halt extrem viele Leute da. Das zahlt ja auch nur aus, wenn man wirklich in der Früh da ist oder am Abend. Und jetzt war das Licht natürlich auch nicht so schön. Die Videoaufnahmen sind jetzt nicht so der Hammer. Der Fluss ist so ähnlich wie der Tettifoss, wo mir halt persönlich der Tettifoss einfach mehr gefallen hat. Aber es lohnt sich. Und ja, wie man gesehen hat, bin ich halt nicht so ein Fan, wenn so viele Leute da sind. Ich bin jetzt gerade bei Glacier-Park angekommen und das ist halt, wie man sich eben denkt, auch eben sehr touristisch, ganz viele Leute. Aber es ist cool, man geht da einfach bei der Straße entlang und kann sich nämlich alles anschauen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, ca. 5 Minuten, und ich schaffe es fast nicht, dass ich rechtzeitig drauf drücke. Also man muss die Kamera immer laufen lassen, sonst ist es nicht von Anfang an oben. Das geht einfach zu schnell. Ich habe jetzt halt nachgelesen, dass es nur 5 wirklich aktive Glaciere gibt und eine davon ist eben in Europa, das ist jetzt hier in Island und das ist eigentlich der bekannteste der Welt. Und dann gibt es halt welche in Neuseeland, Amerika, Russland war nachher immer dabei und noch keine wo. Aber jedenfalls hier in Europa, das ist die bekannteste und einer der bekanntesten der Welt. Alle 3 bis 7 Minuten schießt da 30 Meter hoch hinaus.
Also noch 15 Minuten weiter von Geysir ist nachher der Burofoss. Und der Burofoss ist so bekannt, weil er so unglaublich schöne Farben hat. Man wandert dorthin und über 5 Minuten zum Wasserfall. Ja, also in Reykjavik ist jetzt gerade nicht so schön, aber es gibt halt auch vieles zum Anschauen. Vor allem viele Museen und das Kongresshaus und Kirchen und die Einkaufsstraßen. Ja, anscheinend ist Island sehr traurig, weil ich heute eben heimfliege. Ich bin in Reykjavik, es regnet, es ist ein bisschen windig, nebelig, also es ist gerade nicht so schön, aber ich bin jetzt 1,5 Stunden da rumspaziert, habe mir jetzt alles ein bisschen angeschaut. Es ist mega schön, ich glaube, wenn das schönes Wetter ist, dann ist das da einfach ein Hammer. Ich glaube, in 2 Stunden kann man da alles super abgehen. Hotdog, das ist irgendwie so eine Tradition hier, das muss man unbedingt probiert haben, habe ich auch nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, Fisch ist es, aber ja, Fisch ist ja ferner vielleicht zu normal. Und ja, dadurch ich jetzt alles gesehen habe, packe meine Sachen, rein ins Auto und ab zum Flughafen. So, jetzt kommen wir zu den genauen Reisekosten. Ich habe alles genau mitdokumentiert. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen relativ günstigen Flug von Wien bekommen habe, so um die 400 € und da habe ich ein schweres Gepäck dabei gehabt. Realistisch ist so zwischen 400 bis 700 €. Das nächste teurer war eben das Auto. Mit dem Auto muss man, wenn man ein billigeres Auto nimmt, so um die 1000 € für 2 Wochen rechnen und es gibt verschiedene Versicherungen. Wenn man ins Landinnere fährt, dann sind die Versicherungen meistens auch teurer. Ich habe jetzt dafür mein Auto 1000 € bezahlt. Da bin ich jetzt mit dem Flug und mit dem Auto auf 1400 €. Kommt eben noch Campen dazu, Parken, Tank, Essen und Touren und extra, die ich dort gemacht habe. Und das wären nachher alles gemeinsam nochmal 849 €. Ja, die Gesamtkosten sind jetzt 2249 €. Und ich muss ehrlich dazu sagen, wenn man da zu zweit ist, kann man das natürlich aufteilen, dann ist es natürlich nicht so teuer. Allgemein für Island-Verhältnisse ist es ziemlich akzeptabel, ist eigentlich im unteren Bereich. Man könnte vielleicht noch ein bisschen was einsparen, aber viel geht nicht mehr und es geht eher nach oben hin, sobald man zum Beispiel auch Hotelle anfährt oder wirklich jeden Tag am Campingplatz ist. Ein kleiner Tipp, wenn man jeden Tag auf dem Campingplatz fährt, dann zahlt sich das aus, wenn man diese Island-Karte, also die Camping-Card kauft. Die kostet so um die 200 € und da sind die meisten Campingplätze dabei. Bitte denkt daran, dass nur in den warmen Zeiten, meistens so ab Mai, nachher die Campingplätze wieder aufsperren und haben meistens bis Oktober irgendwo offen. Je weiter dass man in den Norden kommt oder Richtung Osten rüber, desto früher sperren die Campingplätze zu oder sperren sie später auf. So, wow, das war ein richtig langes Video jetzt da. Ich werde bestimmt noch ein kleineres Video machen. Wenn ihr bis jetzt das Video angeschaut habt, dann würde mich echt extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, teilt es mit eurer Community, mit euren Freunden und schreibt in die Kommentare unten hinein, wie euch das Video gefallen hat. Ihr findet auch eben viele Sachen unten drinnen in der Beschreibung, wie die ganzen Karten, die Planung. Ihr habt da wirklich eine genaue 14-Tages-Planung gemacht, was man sich anschauen sollte. Für eine kleine Spende könnt ihr das nachher eben gleich runterladen. Ihr seht auch unten meine ganze Produktliste und so weiter. Und vielen Dank nochmal von Waude. Waude hat mich da unterstützt bei der Bekleidung und bin eben sehr zufrieden. Genau zur Bekleidung möchte ich noch etwas dazu sagen. Nehmt euch bitte ein bisschen wärmere Sachen mit. Ja. Es ist Island,
ist immer ein Spur kälter, als was man sich denkt. Und vor allem nehmt eine gute Unterwäsche mit, Merino-Wolle oder was auch immer, dass euch schön warm bleibt. Ja, dann vielen Dank fürs Schauen und freue mich schon wieder, wenn wir uns nächstes Mal sehen. Danke! Puh, das war ein Riesenvideo. Wow.